Und damit herzlich willkommen bei der weiteren wundervollen Runde Vampyr. Meine lieben meine lieben Twitch-Zuschauer, die mussten sich jetzt hier die ganze Zeit das Geschrei geben von irgendeinem komischen Plagegeist. Dann habe ich festgestellt, ich kann einfach den hier machen und sie hören es nicht. Ich bin ein Arsch. Ja, was bist du jetzt? Hä, das ist ultra der Lappen. Warum setzen uns hier so einen Lappen vor? Oh. Nein, jetzt wechsel doch. Ah, mal ein Stückchen trinken hier, Mann. Ich sag mal auch schön leer. Ihr seid Maden im Vergleich zu den Gegnern, die ich schon zerlegt habe, Alter. Schändliches Ungeziefer. Unserer nicht würdig. Schäbigen Kreaturen, Alter. Ich verstehe, warum die anderen Vampire die Viecher hassen. Wenn man selbst in einem Zuge, in einem Atemzug mit solcherlei erbärmlicher Kreatur zur Sprache gebracht wird. Sure. Okay. Also wir verkaufen dreimal die 8, zweimal die 7 und einmal die 5, Alter. Gut. Ja, ist aber nie. Ah. Influencer-Bereich, Mann. Ist ja klar. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh nö, dann schreit doch schon wieder so ein Bengel rum. Hier hat man noch einen Mülleimer. Klingt wie eine Bestellung im China-Restaurant. Warte mal. Da will ich das aber nicht zu tun haben, Alter. Kann ich den nicht hier irgendwie auskauten? Ah, hier ist noch eine Kiste. Mit Schrauben, Mann. Ja, wir brauchen mal Zeug, um die Waffen abzugraden, Alter. Also es kann nicht sein, dass wir uns das kaufen müssen. Tatsächlich. Also auf dem Friedhof einen aussaugen müssen wir eigentlich auch schon, ne? Oh, warte, wir haben einen Brief gefunden. Nein, wo ist der Brief? Das ist es nicht. Das können wir auch schon. Das können wir auch schon. Ne, das kennen wir aber alles schon. Warte mal. Nein. Oh nö, man muss halt immer instant drücken. Das können wir auch. Das können wir auch, aber es war auf jeden Fall so ein Zettel, das wüsste ich noch. Weiß ich noch.
Gutschein kennen wir. Das kennen wir auch. Warte mal, ich glaube, das hier, das ist neu. Neues Donation Goal. Manu bestellt genau diese Zahlen beim nächstgelegenen VOG und ist es on-stream. Boah, hätte ich hart Bock, Alter. Donation Goal 3000 Euro, sagst du, fühle ich. Komplett übertrieben. Pembroke Hospital, 23. Oktober. Lieber Edgar, diese Nachricht ist nicht für dich als den Leiter des Pembroke Hospital, sondern dich als meinen alten Freund gerichtet. Seit uns Gespräch vor 2 Tagen über Förderung des geschätzten Beverly Eckhart zum neuen Chefchirurgen von Pembroke. Nee, Quatsch, das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Ah, das hier ist neu. Absagebrief eines Verlages. Difficult Publishing Limited, Lavender Court, irgendwas. Sehr geehrter Mr. Nethercott, vielen Dank für die Übersendung Ihres Gedichtbandes Lieder aus der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden. Wie wir Ihnen schon nach Erhalt des ersten Exemplares mitteilten, haben Sie angesichts der schrecklichen Zeiten, die unser Land durchlebt, bitte Verständnis dafür, dass es momentan völlig ausgeschlossen ist, ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen. Da Sie sich noch immer weigern, den Titel zu ändern und Ihr Werk vollständig oder gar nicht publizieren sehen wollen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sie es für letztere Option entschieden hat. Mit freundlichen Grüßen, A.G. Morris. Lieber Mr. Baum, ganz lieben Dank für deinen geilen Lurk-Support, Alter. Okay, ja, das war scheinbar der richtige Hinweis. I like it. Aber warum ist der Bruder hier eingeschlossen? Das würde ich gern verstehen. Oder können wir die Tür aufmachen? Geil, Tür wurde aufgeschlossen. I like it. Lass mal quatschen hier, Brase. Schöne Einladung. Danke. Good evening, sir. Good evening, Sir. I would like to ask you a few questions. Ja, ein paar Fragen will ich stellen, Mann. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Okay. Are you an artist? Ja. I'm a poet, sir. Ach so. Richard Nethercott. Oh, der Bruder ist es. Okay, gut. Ihr Leben in London? Nein. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. I'm looking for Dorothy Crane. Sind wir schon dabei, A Leute. nurse who lives in this vicinity. Dorothy Lied. Crane. Ja. Oh, I love the name. Ja, The ich auch. Crane of Geil. Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. Okay, gut. Alles klar. Maximale, noch nie von dir gehört. Bist du krank? Oh! Do Junge! you need medical attention, sir? It may be wise Erst to let helfen, you prescribe dann me fragen. something. I don't feel like I should. Aber nee, wir sollten noch nicht gleich alle heilen, Alter. Weil vielleicht können wir damit später noch ein bisschen den Shit hochpushen, Mann. May I ask, Ja, das kennen wir schon. Ja. what can you tell me about an old man called Darius? Wollen ja noch Leute aussaugen. Yes, I know him. At first I thought he Nicht was only alle, a aber small ein paar. publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Kommunist. Alles klar, Alter. Gut. Warte mal, was war das jetzt? Nein. Darius möchte seine Kinder nicht mehr sehen, damit er ihnen nicht zur Last fällt. Das wissen wir. Darius Rechte und das wissen wir auch. Ehemaliger politischer Aktivist aus Rumänien. Alter, warum... Alter. Die sind ja hier alle geisteskrank. Nee, komm, dann, bin ich ehrlich, komm, wir heilen den mal. It may be wise to let you prescribe me something.
I don't feel like I should. Don't feel like a shot. Okay, gut. Weil die Stadt ist ja wirklich miserabel am Arsch. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concerns. Ja, kein Stress, Bruder, für mich da. Jetzt erzähl mir doch mal ein bisschen was über dich, Alter. Wie schaut's aus? Was tun? Genau, was machst du ja eigentlich nachts auf dem Friedhof, Alter? Was soll denn das? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? Epidemic. I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Ja. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Ja, hat er recht, Alter. Der Flu ist scheißegal, ob jemand schwarz oder weiß ist. Was für eine Religion? Ob Asiate? Naja. Ob Chinese oder Japaner? Deutscher oder Russer? Ob Amerikaner oder Engländer? Ob Schwede oder Schweizer? Ist der Grippe scheißegal, man, die fickt einfach jeden, Alter. Da hat er recht. Also egal, wer hier in der Stadt lebt, ja, sich damit ansteckt, der ist halt dead. Und das muss man, also ich weiß nicht, also entweder sind Krankheiten sehr aufgeklärt, Leute. Oder die haben so eine richtig kranke I don't give a fuck Einstellung, aber die behandeln jeden gleich. Muss man einfach mal appreciaten auch, ne? Also, heutzutage ist das wirklich schon mal ein Lob wert. Also ein Lob auf Krankheiten, Leute, die jeden gleich treffen. Bin ich ehrlich. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly. Hat er where auch the recht. weak Das ist ein dare weiser Mann. not. Sollten ihn aussaugen. Also, nur so mal, können wir mal im Hinterkopf behalten. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Das hier ist London. Ich dachte, wir wollten nach London. Okay, da habe ich halt irgendwas gar nicht gegettet, ey. Er war in der Poesie doch nie erfolgreich, Alter. Das ist wichtig. Ja, absolut. Yes. The enjoyable silence. Das ist eine einzigartige Sichtweise. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Boah, Mukbang würde ich ihn auch sehen. Oder Mukbang? I'm not sure. Warte, wen würdest du bei was sehen, genau? Wohlstand hilft traditionell dabei, sich vor Seuchen zu schützen. Da wo halt Leute eher distanzierte Jobs haben und welche mit weniger Kontakt pro Tag. Absolut, ja. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Oh, das ist gut. Ah ne, der hat doch 2 Personen im Kreis. Den können wir nicht einfach aussaugen. Was babbelt der dann für ein Rotz? Arsch. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Okay. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to Per explain se, it? Alter. Stirring and challenging. Nicht ein wenig morbid, mein Freund? Do you not Was think bedeutet it's a morbid little genau? morbid? On the Bisschen contrary, obszön sir, oder so, oder? Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much.
And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Okay, und du bist ein bisschen lost, Bruder. Perhaps you're just afraid to find out the truth Rea des Camilla eine Mose, eine Art unzugängliches Mysterium. about Okay. your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Morbide ist gleich, hat mit dem Tod zu tun. Ah, okay. And have you ever tried to Also ist ein learn bisschen more about düster und her? so quasi, ja. Where she lives, how she survives, whom she may know. Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Ich hab dir mal einen Link im Discord geschickt. Ich weiß nicht, ob ich den angucken will, oder? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such Du sagst, Alter. vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Ja, schlaf gut, mein Lieber. Sehr good night. Okay, also der Junge, der führt sich auf jeden Fall die Düsternis und so. Hier feiert er krank, Alter. Da hat er richtig Bock. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? Nicht No, nur Tod, sir, I erst don't. Sichtung, man muss schon I Richtung work Tod. so hard. I put Morbus all my ist gleich time, Krankheit, ist my okay. energy, my devotion into the precise carving of words. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Könnt ihr ihn aussaugen, der ist voll bei EP, aber... Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercourt. Guilty as charged, Dr. Reed. Also, es ist so, wie wir es uns gestern schon gedacht haben. Diese Dorothy Crane, die Krankenschwester, die wird auf jeden Fall die reiche Vampirin erpressen, I'll leave you um alone. mit der Kohle den Leuten zu helfen, Leute. This is a bit less of a Da bin mystery. ich mir verdammt sicher. It should not be that difficult to incite him to let me in. Hello again, miss. Tell me about Richard Nethercourt. I understand he is quite fond of you, Camellia. Kann halt nichts sagen, ja, was bringt uns das dann? Camellia, I know Boah, die you gibt work 5000 EP, wenn wir die aussaugen, Alter. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Goodbye then. Well done. Goodbye dann, Alter. Well done, goodbye dann. Aber wie schaut denn das jetzt aus? In welches Gebiet müssten wir denn für die Quest hier? Ach, das wäre unten bei den Docks erst. Okay, ich verstehe. Hä, warum sind hier immer noch Leute krank? Ah, das hatten wir nicht, das Mittel. Aber sie ist die Einzige, die krank ist, okay. Aber nochmal ein bisschen mit den Leuten quatschen. Also in dem Game ist tatsächlich trotzdem sehr viel Quatschen, aber ich finde das sehr geil, Alter. Can I help you? Ihre Untersuchung in London.
Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Mr. Whittaker. So, are you still lost in your rational delusions? I have Dann heard haben wir enough. nichts Neues. Christina. Bei denen haben wir auch das erste Mal nichts Neues. So, wir werden wahrscheinlich einen Haufen Quest gekriegt haben. Hallo. Jetzt muss er uns Mr. reinlassen. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Stufe 2 benötigt. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Nice. Wir dürfen rein in seinen Ranzladen. Umgucken, ob es hier irgendwas zu klauen. Oh ja, ein bisschen Münzen. Wir haben immer noch 5, Alter. Stört ihn auch nicht, dass wir uns hier ein bisschen bedienen, Leute. Ich finde absolut okay, habe ihn gefragt. It's locked, all right. Das war verschlossen. Neues Sammelobjekt. Die vorzeitliche Figur des Vrykolakas. Keine Ahnung. Während ich bei meinen zahlreichen Reisen nach Spuren von Vampiren suchte, haben mich wohl am meisten meine Entdeckungen auf den Inseln im Mittelmeer verblüfft. Die lebhaftesten Erinnerungen habe ich an die Insel Santorin. Santorin, ja. Herodot persönlich beschreibt die Insel mit seinem 4. Buch. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Teil der Erde noch viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Noch heute wird Santorin von manchen als Ort mit der größten Vampirdichte bezeichnet. Weit mehr als in den Karpaten. Karpaten, keine Ahnung. Sollen hier leben. Es heißt, die Bewohner der Insel seien Spezialisten in der Vampirjagd oder der Jagd auf Vrykolakas, wie sie hier genannt werden. Laut der örtlichen Mythen sind Vampire, alter tote Personen, die nicht verwesen und die eine zinnoberrote Gesichtsfarbe behalten, solange sie frisches Blut trinken. Sie dürfen kein Haus betreten, ohne anzuklopfen und eine Antwort zu erhalten. Knoblauch schlägt sie in die Flucht, die Sonne vernichtet sie nicht, aber schwärzt ihre Haut. Sie können sich in Wölfe oder andere Tiere verwandeln. Was mich am meisten überraschte war, dass von Mittelmeer bis Balkan mit kleinen Abweichungen überall derselbe Name für sie verwendet wird. Die Griechen sagen Vrykolakas, die Bulgaren oder Makedonier Farkolak oder Farkolak mit C. Und die Serben sagen Vukodlak. Ja, Vukodlak klingt fast wie die uns wohlbekannte Bezeichnung Vulkot, meine lieben Brüder. Ein Schauer läuft mir über den Rücken, während ich diese mit wenigen Worten schreibe. Ich glaube fest daran, dass wir es hier mit einer Art Urvampir zu tun haben. Vielleicht sind die das fehlende Bindeglied zwischen den modernen Vampiren und den früheren Kreaturen. So Gott will, kehre ich eines Tages nach Santorin zurück und finde die Spuren dieser vorzeitlichen und vergessenen Figuren. Aus dem Brunnen des Wissens trinken von Asher Talltree, Primas von St. Paulus.
Hey, jetzt noch Loot, Alter. Geil. So, von da sind wir gekommen, ne? Oh, Münzen. Hat auch nichts stört, dass wir hier alles einsammeln, was wir finden. Können wir mal ein bisschen mit dir quatschen, mein Freund. If you want to talk to Dorothea, We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Ist irgendwo richtig, aber irgendwie auch, also weiß ich nicht, Alter. Ah, Junge, du brauchst erst was gegen deine Bronchitis, bin ich I ehrlich. am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Ach. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Das scheint fast so, Alter. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Kleiner Revoluzer, der Boy. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Haben wir schon. Aber warum ist das immer noch angedingst? Sehe ich nicht. Tell me everything. Nee, das haben wir schon. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Oh, unser Vater hat uns auch verlassen, Alter. Guck mal, da erfahren wir auch was über uns selbst. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father Stimmt, wir achten disappeared ständig many nur auf years das, was uns die Leute erzählen, aber nicht das, was auch wir selber dadurch preisgeben, ne? About our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Ein Stress, mein Freund. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I
I still see a dark future ahead for my people. Das interessiert mich auch, wie ihr begegnet ist, ey. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. That meets the eye. Formulierung finde ich cool, interessant. Goodbye, Mr. Patrese. Bedanke mich fürs Gespräch. War mir eine Ehre, mein Lieber. Jetzt ist hier auch mal offen. Ich schätze mal, hier können wir wahrscheinlich auch aufmachen, oder mal. Also, das hier war die Tür. Oh, geil. Kein Blut hier irgendwo. Hier können wir nicht analysieren. Ich weiß nicht genau warum. Nach oben geht's nirgendwo, dann gehen wir mal da rein, Leute. Action. Können wir denn nicht interagieren? Vielleicht noch nicht. Ja, Geld habe ich doch gesehen, Alter. Vielleicht irgendwo noch ein Briefraum, wo wir nicht geguckt haben? Nee. Ja, einfach mal wieder hervorragend und sehr gründlich Loot gepimmelt. Ein verdammt großer Laden hier, Alter. Holy shit. Brief an Schwester Dorothy. London, 31. Oktober. Meine liebe Dorothea, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach Brasow bringt. England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Sobald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der schwarzen Kirche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unseren verbrannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht erwarten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lange ersehnte Revolution erblühen zu lassen. Er ist mein Gatte und da besteht's an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Ich weiß, du hättest gern mit mir zusammen deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, sei versichert, dass wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit oder ohne Anton zurück nach London kommen. Bitte denke von mir so, wie ich von dir denke. Ich bleibe deine dich liebende Schwester, Theodora. Dorothea, Theodora. Warte mal. Alter. Ja, genau das Gegenteil einfach. Theodora, Alter. Ach komm, Alter, was für ein Müll. Ja, keine Ausdenken, nur eine Scheiße, Alter. Oh nein. What do we have here? Ich wollte das mal Patient looten. Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der verwandelt sich eher. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel!
What can I do, Doctor? Das hier. Wir machen das einfach. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. Habe ich bei Grey's Anatomy gelernt, He's Leute. breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still Alter. bleeding, Doctor. Mir schaut absolut geisteskrank aus. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and Entweder wir thread, rasten Doctor. aus oder wir wachsen über uns hinaus. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Alter, was soll ich wissen, was wir machen müssen, Alter? Fuck. Junge, du musst leben. Leben. Scheiße. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No, there was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. Ich glaube, die Grippe macht manche Leute zu diesen Viechern, Alter. Zu diesen Skulls. Nimm eine neue Blutprobe. I doubt you're here to test my bedside manners. It's locked. Gibt so viele verschlossene Truhen, Alter. Merkt sich doch keiner. Ich würde gerne Autopsie machen, ehrlich gesagt, um zu wissen, was bei dem Bruder los I ist. suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Ich fände es auch interessant, dass wir scheinbar nur die Wahl haben, also zumindest bis hierhin, den Willen von der Lady Ashbury durchzuführen und das Ganze ja zu beenden. Mal schauen, Alter.
Also machen wir auch, weil wir wollen einfach nur fucking antworten und es ist scheißegal, was die Alte hier labert, aber ja, bin gespannt, ob es wenigstens noch die andere Option gäbe. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Mit der Rotier, Ich respektiere sie, Alter. The sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Fuck. Och nö, Alter. Ich will die Entscheidungen nicht treffen. Also wir könnten sie ja direkt aussagen, aber das will ich eigentlich nicht, beziehungsweise noch nicht. Ich glaube, das hätte nämlich sehr viele, sehr üble Dingens. Wir können sie verschonen. Ich sehe weg, aber sie kündigen, das will ich eigentlich auch nicht. Wir machen einfach mal den hier, Alter. Wir ziehen sie in den Bann. Ihr wisst natürlich, im nächsten Spielstand machen wir natürlich das. Also es ist eigentlich erstmal nur eine Wahl zwischen den beiden. Ziehen sie mal in den Bann. Andererseits, ich will eigentlich schon, dass sie den Leuten hilft. Kündigen wir halt im Krankenhaus, glaube ich, nicht so gut. Wir machen das hier, Alter. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury in Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Oh, unsere Bannstufe hat sich erhöht. Dieser Bezirk wird bald durch unsere Handlungen leiden. Was, jetzt kann ich sie nicht mehr aussaugen, oder was? Oh nein. It's locked, all right. Habt ihr hier Patienten erschossen, Alter? Junge, ich werde euch so elendig zerfleischen, Alter. Schäbigen Kacklappen, Mann. Die haben hier Patienten erschossen, oder? Überhaupt Patienten? Ich glaube, hier waren Patienten, oder nicht? Ja, aber... Alter, dieses Game gibt dann halt permanent das Gefühl, dass man irgendeine beschissene Entscheidung getroffen hat, Alter. Aber ich wollte es halt noch nicht aussaugen. Wollte ich halt wirklich nicht.
Ja, mal aussaugen hier den Bruder. Ey, frech. Ja, gib ihm. Mann, ihr hättet das auch einfach bleiben lassen können, Alter. Aber auch Zeit, dass hier mal ein bisschen Action passiert, Mann. Ja. Ja, wo ist jetzt die Apotheke eigentlich? Die war hier unten bei den Docks, oder? Folgen aber erstmal die Quest hier. Nichts gegen deine Migräne, Bruder, sorry. Immer so ruhig hier, ohne Gegner, ne? Wir werden auf jeden Fall im Krankenhaus dann auch wieder schlafen gehen. Und mal gucken, was für Auswirkungen unsere Taten dann haben, ey. Machen wir mal auf hier, Alter. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Warte mal. Oh, was? Alter, hä? Mal aussaugen hier den Brasser. Holy shit, Alter. Oh nö. Hat zwei so Boss-Mobs. Ein bisschen auf die Ausdauer achten tatsächlich. Ja, gib mir dein Blut, Brasser. Ah ja, ach, du gibst mir ein fucking Blut, Bruder. Lange habe ich das mit der Blutaufnahme auch drauf, wa?
Ah, kommen nur noch hier beide hier, Alter. Frech. Ah, sorry, Junge. Nochmal trinken müssen für den Durst. Ah, geil. Ah, das Kämpfen fühlt sich richtig high hier an, Leute. Aber Loot gibt's nicht, wie es scheint. Warte mal. Warum sind da unten jetzt die Schabenviecher? Ja, der war eigentlich, also ich muss sagen, ich finde, wir haben die ganz gut aufgemischt. Aber wir sind nicht gestorben. Alter, frech. Oh, mit einem Blattbraser. Und man kann immer noch einen Angriff machen, tatsächlich. Bevor man die aussaugt. Oh nö. Hm. Aber dafür gibt es keine Erfahrungspunkte, oder was? Wir haben ja fast gar keine gekriegt. 10 pro Gegner, glaube ich. Ich glaube, wir waren bei 2960. Lol. Also Gegnermetzeln bringt es also rein Erfahrungspunkte technisch nicht wirklich. Da bin ich early, ey. So, wir quatschen jetzt erstmal mit der Familie Mortimer, meine lieben Freunde. Damit wir das auch mal abgeschlossen haben. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Sagen, glaube ich, nochmal das hier, sonst vorhin schon gute Dienste erwiesen. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor, for I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Ja, hier ist auf jeden Fall mal dein Brief, Bruder. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please, let me be. So viel bezahlen lassen, sagst du? I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Doctor. How is my son doing? Wir erzählen hier einfach mal alles, Alter. Scheiß drauf. As to his motivations for committing suicide.
Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Hat auch noch ein Geheimnis, die Gute. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Your empathy is remarkable. But I fear that your das ist son's die richtige decision Antwort, to Leute. end his life has already been made. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that? I'm only trying to be honest, Mrs. Goswick. As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. If my son was to die under your care, well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reed. Alter. Okay, Leute, was lernen wir daraus? Niemals sich mit der Mutti anlegen, Alter. I have read your son's suicide note. Alter, ich will doch nur helfen, Mann. Der mich im Bitch, ey. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Auch noch recht selbstsüchtig, die Alte. Würde ich auch ganz gerne aussaugen, allein schon nur wegen der Scheiße hier, Mann. Bin ich ehrlich. Ach, frech. Goodbye, Mr. Jetzt mal mit ihm quatschen. Good evening, Mr. I'm okay. I have to go now, sir. I'm alright. Don't waste your time. Wir müssen generell auch mal mit den Ärzten quatschen bei Gelegenheit. Aber natürlich wollen wir uns erstmal um die Erpressung der Lady kümmern. Oh, mein Freund. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, auf YouTube. Ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Gell? Adios, Alter. Tschüss.